Ende Oktober 2018 hatte mich Evelyn eingeladen, an einem ihrer Sehen-ohne-Augen-Termine teilzunehmen, wo sich mehrere Kinder, die ohne ihre Augen sehen können, zum Spielen treffen. Die Kinder, die man in diesem Video sieht, haben gemeinsam mit ihren Eltern zugestimmt, dass ich sie filmen, interviewen und testen darf. Zunächst habe ich hier knapp 8 Minuten an Eindrücken von den Kindern beim Spielen, Klettern, Fußballspielen und allen möglichen anderen Aktivitäten zusammengestellt. Dabei kann man sie in unterschiedlichen Situationen sehen, die die Kinder ohne ihre visuelle Wahrnehmung so nicht hätten meistern können. Aber sie tragen dabei eben stets die blickdichten Mindfold-Masken. Anschließend folgen Interviews mit den Kindern, an deren Ende ich jeweils ein paar kurze Tests ihrer Fähigkeiten durchgeführt habe. Während des Tages hatte ich die Gelegenheit, noch einzelne weitere Tests und Experimente durchzuführen. Hier sieht man eine Szene, wo ich den Kindern Spielkarten mit unterschiedlichen Farben gegeben habe und sie sollten diese nach Farben sortieren. Bei den späteren Tests, die ich im Rahmen der Interviews durchgeführt habe, hatte ich die Kinder gebeten, teilweise auch eine von mir selbst mitgebrachte Mindfold-Maske zu tragen. Allerdings habe ich mich auch davon überzeugen können, dass es keinen Unterschied zwischen den Masken der Kinder und meiner mitgebrachten Maske gab. Einer der anwesenden Väter hat mir auch bestätigt, dass er 2 Stunden mit der Maske seines Sohnes im Garten gesessen hat und selbst nach 2 Stunden nur völlige Dunkelheit in der Maske erlebt hat. Also die Masken, die die Kinder in diesen Aufnahmen tragen, sind wirklich blickdicht. Evelyn bringt Kindern bereits seit 5 Jahren die Fähigkeit des Sehens ohne Augen bei. Ich hatte darüber bereits mit ihr in einem Interview gesprochen, das man auch auf meinem YouTube-Kanal findet. An dieser Stelle nur ein ganz kurzer Auszug aus diesem Interview, in dem Evelyn ihren eigenen ersten Kontakt mit dem Sehen ohne Augen beschreibt. Ich habe das gesehen, war dann beim ersten Anlauf dabei, als unser Sohn das gelernt hat, habe das am Anfang nicht für wahr gehalten, bis ich dann selber die Maske aufhatte und dann gesehen habe, okay, es funktioniert. Und dann hat es mich einfach emotional so gepackt, dass ich gesagt habe, das möchte ich weitergeben und habe mich dann da eben auch als Trainerin angemeldet. Nach dem Interview hat sie mich zu dem heutigen Besuch eingeladen, damit ich selber die Möglichkeit habe, mich durch eigene, vorher nicht mit ihr abgesprochene Tests von der Realität des Phänomens überzeugen zu können. In diesen Tischhockey-Szenen sieht man relativ gut, wie schnell und präzise die Kinder reagieren müssen, um die Hockeyscheibe zu treffen. Das hat allerdings nicht immer perfekt geklappt, was vermutlich zum Teil daran liegt, dass nicht alle Kinder über ein völlig durchgängiges Gesichtsfeld beim Sehen ohne Augen verfügen. Julius, den man hier links sieht, hat das auch später nochmal im Interview genauer erklärt. Sein Gesichtsfeld besteht nur aus jeweils einer kreisförmigen Öffnung, durch die er sehen kann. Aber dadurch kann es eben passieren, dass die Hockeyscheibe mal für ihn nicht sichtbar ist, weil sie sich gerade außerhalb des für ihn sichtbaren Bereichs befindet. Von einigen Kindern habe ich direkt bevor sie an die Kletterwand gegangen sind, nochmal kurz ihr Gesicht mit der Maske in Nahaufnahme gefilmt. Von den jetzt folgenden Kletterszenen habe ich etwas mehr in dieses Video eingebaut, weil diese meiner Ansicht nach relativ gut zeigen, dass die Kinder doch sehr gezielt nach den Vorsprüngen in der Wand greifen und dabei ihre nächsten Schritte planen. Mal kurz deinen Kopf so langsam rumdrehen, einfach mal einmal im Kreis langsam rum, genau, dass man quasi sieht. Genau. Und nochmal die andere Richtung. Okay, gut, danke. Zu dieser Kletterszene sagt Lenny später im Interview noch etwas Interessantes. Und zwar, wenn er durch die Maske schaut, wirken die Klettervorsprünge etwas näher, als sie wirklich sind. Er hat also quasi ein leichtes Zoom beim Sehen ohne Augen aktiviert. Wenn man Lenny genau beobachtet, sieht man, dass er zwar mit den Händen relativ zielsicher nach den Vorsprüngen greift, aber mit den Füßen oft den Vorsprung näher vermutet, als er wirklich ist. Da seine Hände sehr nah bei seinen Augen sind, scheint mir der Abstandsunterschied kaum eine Rolle zu spielen, aber bei seinen Füßen macht er sich dann eben doch bemerkbar. Das ist zumindest meine Interpretation. Ich möchte diese etwas längeren Kletterszenen noch für einen erklärenden Kommentar nutzen. Um besser zu verstehen, was die Kinder wirklich sehen, wenn sie durch die Maske gucken und ihre Aussagen im späteren Interview dazu besser einordnen zu können, hatte ich mich im Nachgang länger mit der Mutter von Julius unterhalten, die selber das Sehen ohne Augen gelernt hat. Sie hat das folgendermaßen beschrieben. Wenn man das Sehen ohne Augen lernt, sieht man dabei in der dunklen Maske nach einiger Zeit erstmal nur einen hellen Lichtpunkt. Wenn man dann länger übt, dehnt sich dieser Lichtpunkt mit der Zeit aus und wird langsam größer, wobei die sich dabei bildende Fläche transparent wird und man dadurch quasi ein Guckloch hat,
mit dem man durch die Maske hindurchschauen kann. Dieses Guckloch wird bei längerem Training immer größer, bis man dann irgendwann großflächig durch die gesamte Maske hindurchsehen kann. Dabei kann es sein, dass man zunächst nur in einem Auge so ein Guckloch hat und erst nach einiger Zeit derselbe Prozess beim anderen Auge abläuft. Speziell in der Anfangsphase, wenn die Gucklöcher noch klein sind, ist es deshalb nicht möglich, mit beiden Augen gleichzeitig durch beide Gucklöcher zu schauen. Somit fehlt am Anfang die 3D-Sicht, die erst funktioniert, wenn die Löcher groß genug geworden sind, um gleichzeitig durch beide Löcher schauen zu können. Wie schnell die Gucklöcher unmittelbar nach dem Aufsetzen der Maske größer werden, scheint individuell unterschiedlich zu sein und von Übung abzuhängen. Bei Julius' Mutter dauert es teilweise mehrere Minuten, bis das erste Guckloch aufgeht. Bei den Kindern konnte ich selber sehen, dass es nur wenige Sekunden dauert. Weiterhin hat Julius' Mutter auch das bestätigt, was ich gerade zu Lenny gesagt hatte, nämlich, dass es beim Sehen durch die Maske einen leichten Größenunterschied bei der Wahrnehmung gibt, was speziell bei so einfachen Handlungen wie dem Laufen gewisse motorische Koordinationsprobleme bereitet. Ja, greif an, Lenny, jawohl. Ja! Oh, gut. Jetzt gehst du mal ins Tor. Alles gut, ne? Hat niemand gesagt? Ja, komm, hol dir den Ball. Ja, hui. In dieser Szene hat Evelyn den Kindern einige Bewegungsabläufe vorgemacht, die sie dann beim gemeinsamen Trampolinspringen nachmachen sollten. Also ich bin Emily und ich bin 13 Jahre alt. Ich bin Svea und bin 12 Jahre alt. Okay. Und der Grund, warum ihr heute hier seid, ist, dass ihr das Sehen ohne Augen gelernt habt. Meine erste Frage wäre, wo habt ihr davon erfahren und wie war eure allererste Reaktion, bevor ihr es selber gelernt habt? Also am Anfang, also mein Bruder wollte es unbedingt, dann habe ich halt gesagt, ja okay, ich mach's auch, weil ich wollte es halt auch können. Und am Anfang fand ich es ein bisschen komisch, wo ich dann halt ohne Augen gesehen habe. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich eigentlich dran. Okay. Also bei mir, also meine Mutter hat das halt im Internet gesehen und die wollte dann unbedingt, dass wir das auch machen und ich war am Anfang eher skeptisch. Aber dann, als ich es dann auch gelernt habe, dachte ich auch nur so, oha, es geht wirklich, ja, also überraschend war es dann. Welche Reaktionen habt ihr erlebt, wenn ihr anderen, also sowohl Freunden als auch Erwachsenen, von dieser Fähigkeit erzählt erstmal? Also manche haben es nicht geglaubt, aber meine Freundinnen haben es eigentlich geglaubt. Und also meine Oma hat es am Anfang nicht geglaubt, aber dann mit der Zeit hat es dann auch geglaubt. Okay. Also bei mir war es so, bei meinen Freundinnen war die erste Reaktion so, oha, wie geht das und so. Und dann habe ich ihnen aber auch die Brille gegeben und die haben es dann auch mal aufgesetzt und ja, also dann habe ich es ihnen halt auch mit den Fingern gezeigt, weil das könnte ich ja nicht auswendig lernen, wie viele Finger die zeigen. Wenn ihr das, was ihr beim Sehen ohne Augen seht, mit dem vergleicht, was ihr quasi mit Augen seht, wo würdet ihr da die größten Unterschiede bei sehen? Also, Eigentlich gar keine. Gar keine? Nee, bloß ist am Anfang war es ein bisschen so wie, fand ich wie so in einem Traum, fand ich am Anfang, aber mit der Zeit habe ich es dann nicht mehr so. Okay. Das ist halt normal. Bei mir ist es eher so, also sind ein bisschen so Größenunterschiede. Also zum Beispiel, wenn ich
jetzt ein Geländer vor mir habe und meine Hand nochmal ausstrecke und es berühren kann, dann ist es ein bisschen anders, wie wenn ich jetzt mit der Brille halt meine Hand vortue, dann berühre ich das irgendwie nicht. Also das sind die Größenverhältnisse irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Hast du mehr Zoom? Also siehst du näher, wenn du quasi mit den Augen, oder in welche Richtung geht der größere? Also es ist ein bisschen, es ist halt ein bisschen irgendwie ein anderer Größenunterschied. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass es näher da ist oder weiter weg ist, aber es kann vielleicht auch sein, dass ich halt auch eine Brille habe und dass ich da auch ein bisschen anders sehe. Okay. Das ist natürlich auch, hast du eine starke Brille? Wie stark ist deine Brille? 2,5 glaube ich. Also so mittelmäßig. Also quasi, wenn du sie absetzt, könntest du auf den Abstand nicht mehr gut lesen, wenn ich dir jetzt hier was... Ich sehe es halt so verschwommen dann. Also okay. Die Umrisse sind verschwommen. Okay, und das wäre dann quasi, wenn du dann ohne Augen siehst, dann brauchst du eben nicht die Brille, sondern dann geht es halt auch ohne. Ja, wenn ich das dann weiter übe, dann könnte ich vielleicht irgendwann nochmal dann ohne Brille sehen. Mhm. Okay. Bei euch beiden ist es aber so, ihr könnt es jetzt nur mit Maske. Also es gibt ja auch welche, die können die Augen zumachen und sehen dann direkt. Bei euch ist es jetzt so, ihr seht mit Maske. Also ich sehe mit Maske und also wenn ich meine Augen zumache, dann kann ich Farben erkennen. Habt ihr schon mal das Sehen ohne Augen in einem völlig dunklen Raum ausprobiert? Nein. Ach nicht? Okay, gut. Dann bringt die Farbe. Nee, vielleicht könnt ihr es ja irgendwann mal machen, nur Interesse halber. Nur um zu sehen, seht ihr dann trotzdem was oder ist quasi, wenn der Raum dunkel ist, seht ihr dann trotzdem nichts? Also mein Bruder hat es mal mit meinem Vater gemacht, also er hat Farben erkannt. Er hatte 9 von 10 richtig. Okay. Also ich brauche halt jetzt am Anfang noch das Licht dazu, um da sozusagen durchzuschauen, weil man braucht man braucht ein bisschen das Licht, dass man da auch besser durchschauen kann. Ohne Licht ist es schwerer. Wenn ihr ohne eure Augen seht, dann seht ihr quasi so eine Art inneres Bild vor eurem geistigen Auge. Habt ihr, schon bevor ihr das Sehen ohne Augen gelernt habt, bereits solche inneren Bilder wahrgenommen, die ihr quasi nur wahrnehmt, wenn ihr euch irgendwas in der Fantasie vorstellt? Ist das quasi dieselbe Leinwand, in Anführungsstrichen, auf der ihr ohne Augen seht und auf der ihr fantasievolle Sachen seht? Oder wie ist das bei euch? Keine Ahnung, okay. Also bei mir jetzt nicht so. Also sehen und wenn ich halt durch die Brille durchschaue, ist es wie in echt, wie wenn ich jetzt so normal schaue. Okay. Und euer Gesichtsfeld ist auch komplett, also ihr habt nicht so einen kleinen Rahmen, sondern komplett, oder wie ist das bei euch? Bei mir ist noch ein kleiner Rahmen. Okay. Also ich habe ungefähr halt hier und da solche kleinere Löcher und da kann ich halt durchschauen. Also es ist noch nicht ganz... Also du musst quasi den Kopf ein bisschen zurücklegen und geradeaus schauen zu können. Also wenn man halt 2 Löcher hat, dann kann man nicht mit beiden Augen durch die beiden durchschauen, sondern man muss sich durch eins schaut man halt sozusagen durch. Hat sich durch das Sehen ohne Augen irgendwas in eurem Leben verändert, das wo ihr jetzt gar nicht sagen würdet, das war ein direkter Zusammenhang, da habe ich Sehen ohne Augen gelernt und dann kam die Veränderung. Gab es da irgendeine Sache, die da zufällig mit zusammengefallen ist? Also ich bin sozusagen, ich bin nicht mehr so schüchtern. Ich war früher ein bisschen mehr schüchtern und jetzt nicht mehr so arg. Also eine gewisse Selbstsicherheit, einfach dadurch, dass du was kannst, was vielleicht andere nicht können, nach dem Motto, cool, das kann ich, und das hat sich auch auf andere Bereiche ausgewirkt. Mhm. Ja, habt ihr schon mal versucht, das Sehen ohne Augen irgendwie kreativ zu erweitern? Also ich hatte mit Evelyn mal ein Interview gemacht, da hat sie gesagt, es gibt einige Kinder, die können quasi jetzt nicht nur das sehen, was direkt vor ihnen ist, sondern vielleicht auch noch irgendwie im Nebenraum und sagen quasi, ich möchte das Bild, was ich sehe, nicht nur das, was durch die Brille durch ist, sehen, sondern irgendwas anderes. Habt ihr da schon irgendwas mit experimentiert, was anderes sehen zu wollen, als nur direkt durch die Brille durch? Noch nicht? Also ich habe jetzt schon mal so Intuitionsübungen üben wir auch manchmal, zum Beispiel, wenn wir haben halt die Augen zu und jemand legt den Ball irgendwo hin und dann müssen wir sozusagen mit dem ersten Schlag die Hand wohin tun, wo jetzt der Ball sein könnte. Okay. Also quasi, dass du den Ball gar nicht siehst, sondern dass irgendwas quasi versteckt ist, also dass du den, oder? Also das ist dann sozusagen, dass ich weiß, wohin jetzt meine Hand kommt, weil das bringt auch, wenn man jetzt irgendwie mal älter ist und dann weiß man sozusagen, ich steige nicht in das Flugzeug ein, weil das tut abstürzen. So kann man das dann auch üben. Dann würde ich sagen, würde ich jetzt gerne noch 2, 3 Tests machen, weil die Leute, die sich jetzt das Interview ansehen, die haben jetzt bisher nur euch so gesehen. Jetzt würde ich quasi gerne noch 2, 3 Tests machen. Ich habe eine Maske von mir dabei, darf dann einfach nur, weil es einfach vom Testvorgang her besser ist, wenn ihr eine andere nehmt, also ziehst du die erstmal auf, dann fangen wir mit dir an. Du kannst ja deine erstmal auch aufsetzen. Das erste Wort erstmal für dich. Was haben wir hier stehen? Saftladen.
Genau. Und dann für dich auch noch ein Wort. Was steht hier? Lautsprecher. Okay. Erstmal für dich wieder. Tankstelle. Okay. Und für dich? Öffnungszeiten. Okay. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung, und zwar, ich habe erst im Nachhinein von den Eltern von Emily erfahren, dass sie eine Leserechtschreibschwäche hat und dass dieser Text, den ich ihr jetzt gleich zeigen werde, dem dann nicht so ganz angemessen ist und dass sie es auch generell eigentlich gar nicht mag, anderen Leuten irgendwas vorzulesen. Das hat sie mir bei dieser Situation hier jetzt gar nicht gesagt. Weit unterhalb des ihres Intellektes entwirft ihre Kultur die Schablone für ihr Weltbild der grundlegenden Glaubenssätze, die ihre Wahrnehmung der Existenz definieren. Perfekt. Okay. Noch eine kurze Anmerkung, und zwar die schwarze Brille, mit der Emily gerade gelesen hat. Das war eine Brille, die ich mitgebracht habe und ich habe die Kinder jetzt hier bewusst die Brillen tauschen lassen, damit das beides mit meiner Brille gelesen wurde, wo ich sicher sein konnte, dass die nicht manipuliert ist. Okay, danke. Die grundsätzlichen Annahmen, die unsere Vorstellung der Realität stützen, werden überhaupt nicht als Annahmen angesehen. Sie werden ohne zu hinterfragen als die plausibelsten aller Fakten akzeptiert. Perfekt. Das war's. Herzlichen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Ich heiße Julian und bin 9 Jahre alt. Ich bin der Julius und ich bin 10 Jahre alt. Ich bin der Lenny und bin auch 10 Jahre alt. Okay. Als ihr das erste Mal vom Sehen ohne Augen erfahren habt, wie war da eure erste Reaktion in diesem Moment, als ihr das erste Mal gehört habt? Fandst du? Also ich wollte auf jeden Fall hin, weil es war toll, wo ich das gesehen habe. Ja, und dann bin ich sofort hin. Ja, meine Mutter hat von einer Freundin und dann hat sie das halt mal gesagt und dann Helmut das im Internet anguckt und dann wollte ich dahin. Also ich habe bei der Julius das gemacht hat, habe ich das auch mal gemacht und wo es mir gesagt hat, habe ich auch gleich toll gefunden. Da hat er mir seine Brille aufgesetzt und konnte ich auch ein bisschen schon da das heißt, ja. Okay. Also ihr zwei seid befreundet und du hast von ihm quasi erfahren. Ja. Ach, Nachbarn. Okay, alles klar. Nachbarn und Freunde. Und Freunde. Gut, umso besser. Dann die Frage, wie hat sich die Fähigkeit seit diesem ersten Besuch bei der Evelyn bis heute verändert? Weil es war ja wahrscheinlich nicht so, dass ihr sofort alles gesehen habt, sondern so schrittweise. Könnt ihr das ein bisschen beschreiben, wie sich das entwickelt hat? Also ich habe als erstes Punkte gesehen durch die Brille und dann habe ich so langsam dann alles gesehen, also um meinen Umfeld. Ich habe auch kleine weiße Punkte und dann wurde da durch die weiße kleine Punkte in große weiße Punkte und dann konnte ich da durchschauen. Ja, also ich habe erst unter weiß her, dann ist immer mehr geworden, dann war ich ein heller weißer Punkt und dann habe ich auch was gesehen. So wie jetzt. Und wenn ich sie jetzt aufsetze, wäre ich meistens sofort ein bisschen was. Was für eine Reaktion erlebt ihr, wenn ihr anderen, also Freunden oder auch Erwachsenen von dieser Fähigkeit erzählt? Also ich habe es in der Schule erzählt und ich fand es toll, dieses Gefühl halt. Und jeder fand es auch toll. Okay, also hat sich keiner beschwert oder gesagt Schwachsinn oder... Ja, doch einer, aber den habe ich einfach ignoriert. Also ich habe es mir gar nicht gesagt in der Schule. Also es weiß quasi gar keiner außer euch beide? Also ich habe bisher nur einen gesagt, auch von ihm der Nachbar, wo halt eine Straße weiter wohnt. Sonst hat mir niemand gesagt und halt von ihm die Nachbarn, die wissen das auch. Aber sonst hat mir niemand gesagt. Okay. Wenn ihr das vergleicht, was ihr beim Sehen ohne Augen seht, mit dem, was ihr mit Augen seht, wo liegen da die größten Unterschiede oder gibt es überhaupt Unterschiede? Also bei mir, also wenn ich die Brille auf habe, sehe ich heller, als wenn ich jetzt ohne Brille. Und sonst sehe ich eigentlich nicht so einen Unterschied. Okay. Also bei mir ist es auch so, halt, bei mir ist es halt das Loch ein bisschen kleiner.
Das Loch ist, kannst du es kurz beschreiben? Was meinst du mit dem Loch ist klein? Also wenn man da halt durchguckt, dann sind da so Löcher und dann kann man da halt durchgucken. Okay, also du nimmst quasi einzelne, du hast quasi nicht so ein durchgängiges Feld, sondern einzelne Löcher, durch die du guckst. Ja. Okay, interessant. Also wenn ich gucke, habe ich auch solche Löcher, wo ich halt nicht so viel manchmal sehe, nicht so viel wie das normale Auge und der Unterschied ist anders als bei dem Klettern, wo wir gemacht haben, habe ich gesehen, wo ich hinlangen wollte, weil ich viel weit, habe ich gedacht, war näher, aber es viel weiter weg war. Okay. Also ein bisschen nicht, da ist die Entfernung anders, finde ich. Also es war weiter weg, was du siehst also quasi. ich dachte, es wäre da, normal war es aber dahinter. Okay, also es wirkt näher. Ja. So, okay, alles klar. Gut. Und was ist mit der Farbwahrnehmung? Sind die Farben bei euch, könnt ihr alle? Also ich kann alles sehen. Ich auch, aber Orange und Dunkelorange kann ich jetzt nicht vergleichen. Also quasi Farben, die sehr nah beieinander liegen, aber wenn du quasi Rot und Blau oder sowas, die kannst du auseinander. Ja, also Rot, Orange und Gelb, das kann ich halt auch. Mhm. Also ich kann eigentlich alles sehr, außer wenn jetzt eine blaue Decke liegt und mir dann blaue Farbe zeigt, dann kann ich das nicht erkennen, weil ich dann denke, es wäre immer nur blau, weil ich im Hintergrund dann auch blau ist, dann kann ich das davor nicht so gut erkennen. Habt ihr beim Anwenden von Sehen ohne Augen irgendwelche besonders lustigen oder auch eher seltsamen Sachen erlebt jemals? Ich weiß nicht mehr, weil es ja schon länger her ist, ich weiß nicht mehr. Okay, bei dir irgendwas? Ja, da wo man das gelernt haben, da haben wir so ein Gerät auf den Kopf gekriegt. Ja, da hat es so gewackelt, das ist ja ungefähr komisch. Okay. Und das war direkt beim Lernen quasi, also als es gelernt. Ich fand es auch lustig, weil das ganz lustig mit der Cypherblase und mit dem Ding da am Ohr. Das hat sich lustig angehört, ja. Und macht Spaß, wenn man es aufhat. Okay. Dann die Frage, funktioniert das Sehen ohne Augen bei euch nur, wenn ihr die Maske aufsetzt oder auch wenn ihr einfach die Augen quasi zumacht? Also bei mir, wenn ich meine Augen zumache, sehe ich nur Farben, aber sonst kann ich nicht sehen. Okay, aber also nur Farbunterschiede zu wahrnehmen. Okay, interessant. Ich kann das auch, ich übe auch mit meiner Mutter, mit meinem Vater auch das mit Augen zu. Okay. Aber lesen geht bei euch quasi mit Brille auf jeden Fall. Also Ja, ich kann alles mit. könnt ihr alle tragen. Habt ihr schon mal das Sehen ohne Augen in einem völlig dunklen Raum ausprobiert? Sieht man da trotzdem was? Ja, mein Vater, der war mal im Keller, da hat er Farben, da hat er kurz das Licht angemacht, hat die Farbe angeguckt, da ist wieder ausgemacht und hat es mir gezeigt. Ich habe dann jedes gesehen. Plus eins nicht. Ja, aber ich kann es auch halt, wenn es jetzt Mitternacht ist, dann kann ich es nicht sehen. Weil da ist ja gar kein Licht mehr da. Okay, also du brauchst ein bisschen Licht, aber mit ein bisschen Licht geht es quasi besser als wie mit deinen Augen quasi. So würdest du es beschreiben, ja? Okay, bei dir? Also bei uns haben wir mal unter dem Keller Licht ausgemacht und hat eine Bande mit Stecknadeln verschiedene Farben gemacht. Ich war oben, Licht aus, dann bin ich runtergelaufen und konnte die Farbe richtig erkennen, weil ich nichts gesehen habe. Das war auch mit Maske gewesen? Ja, das war mit. Haben sich, seit ihr das Sehen ohne Augen gelernt habt, irgendwelche Dinge in eurem Leben verändert, wo ihr vielleicht gar nicht so einen direkten Zusammenhang sehen würdet und sagen würdet, also da habe ich Sehen ohne Augen gelernt und direkt danach ist das und jenes passiert. Gab es da irgendwelche Veränderungen, irgendwas? Also bei mir ein bisschen wenn meine Freunde und Freundinnen, die haben mich irgendwie mehr gemocht. Okay. Also nachdem sie das von dir erfahren haben, warst du quasi interessanter für die? Ja. Okay. Und also es hat sich vieles verändert. Vieles verändert. Okay. Aber alles zum Positiven, so wie ich das verstehe. Okay. Und bei dir irgendwelche Veränderungen? Also bei mir gab es keine, außer dass man halt mittags kurz übt, aber sonst nichts. Okay. Ich hatte mal ein Interview mit der Evelyn gemacht, da hat sie mir erzählt, dass es einzelne Kinder gibt, die quasi beim Sehen ohne Augen so eine weitere Stufe entwickelt haben, dass sie quasi nicht nur das direkt vor sich sehen, sondern auch Sachen sehen können, die zum Beispiel entfernt sind. Dass sie zum Beispiel sagen wollen, ich möchte sehen, was im Nebenraum passiert. Habt ihr damit schon mal experimentiert und was ausprobiert? Also ich kann zum Beispiel merken, wenn jetzt jemand
im Nebenraum ist, könnte ich das schon merken. Also dass eine Person anwesend ist quasi, okay? Ich auch. Ich auch, aber so habe ich noch nie probiert. Okay, also es ist eher so ein Gefühl einfach, aber ihr würdet jetzt nicht sagen, so eine direkte Wahrnehmung, dass ihr sagen könnt, das ist die und die Person oder die hat ein rotes Kleid an oder... Nee, das kann ich nicht, aber ich kann nur wissen, damit da jetzt ein Mensch drin ist. Okay. Klappt das Sehen ohne Augen bei euch völlig zuverlässig, also auf Abruf, oder gibt es auch Situationen, wo ihr es mal machen wolltet und da ging es einfach einmal nicht? Also bei mir geht es immer, wenn ich es aufziehe, ich kann es auch runterziehen, dann wieder aufziehen, das geht immer. Ja, und ich habe halt mal eine Zeit lang nicht mehr geübt, aber davor, da konnte ich sie aufziehen, meine Spielzeug immer durchkriegen. Und heute musste ich nochmal richtig trainieren, dass ich es nochmal konnte. Wie lange hast du jetzt nicht geübt, bevor du quasi jetzt heute hier warst? 3 Wochen. Okay. Jetzt kann ich es aber wieder. Geht also, lässt sich quasi relativ schnell wieder aktivieren. Also ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr geübt, auch etwa so 4 Wochen. Und jetzt habe ich es halt aufgesetzt und habe immer noch sofort ein kleiner Punkt gesehen. Okay. Ich konnte sofort gucken, aber nicht so groß, wie es jetzt ist. Also wie es jetzt nach der Weile war. Dann noch eine Frage, ob ihr euch vorstellt, also ihr schaut ja im Grunde, wenn ihr die Maske aufsetzt, durch die Maske durch. Könnt ihr euch vorstellen, dass man da auch noch ein zweites Hindernis, also zum Beispiel einen Zeichenblock, davor halten könnte und dann quasi ihr dann durch die Maske und den Zeichenblock dann irgendwas dahinter erkennt? Habt ihr damit schon mal experimentiert? Ich habe mal meine Brille und dann noch einen Tuch drüber gezogen, da habe ich schon was gesehen. Okay. Also nur vorne. Gut, aber ihr habt es noch nicht ausprobiert. Ich habe Seid ihr alle so weit, dass ihr schauen könnt? Ja? Dann fangen wir jetzt erstmal, ich gebe jedem von euch jeweils ein Wort, also ich fange jetzt erstmal hier mit dir an. Was steht hier für ein Wort? Öffnungszeiten. Ist klar. Und was haben wir hier für ein Wort? Ich? Ja. Tankstelle. Okay. Und was haben wir hier für ein Wort? Lautsprecher. So, nochmal jeweils ein Wort. Eins für dich. Motoröl. Dann nächste Wort für dich. Kaminfeuer. Okay. Und für dich ein Wort. Kabelsalat. Kabelsalat, okay. So, jetzt habe ich hier noch ein Buch dabei. Da sind Tiere drin. Das ist vielleicht für euch ganz nett. Wir werden jetzt einfach mal irgendwo aufschlagen und ihr sagt mir einfach mal, was da für ein Tier ist. Und auf der rechten Seite, was ist das? Das ist eine Fledermaus, ja. Links oben, was haben wir da? Das ist ein Hase. Ein Hase. Und unten drunter? Ich? Nee, und noch erst. Schweine. Schweine, genau. Ja, okay. Und was haben wir hier links in dem Kreis drin? Für dich? Ein Igel. Das ist ein Igel. Und was haben wir hier auf der rechten Seite? Ein Lama. Das ist ein Lama, genau. Schauen wir nochmal hier, was haben wir hier auf der Eine Katze. eine Katze. Mal gucken, was haben wir hier rechts oben? Koala. Der ist links unten. Achso, da ist eine Schlange. Genau, richtig. Und das hier kann man gar nicht so gut erkennen. Mal gucken, ob du das erkennen kannst. Auf der rechten Seite, was ist das? Ein Krebs. Was haben wir hier unten? Ein Hamster. Das ist ein Hamster. Gucken, was haben wir hier oben? Papagei. Ja, das war's. Vielen Dank. Bitte. Also mein Name ist Ute Bauer, ich bin Heilpraktikerin hier in Mühlacker und seit April letzten Jahres bin ich erste Vorsitzende hier im Naturheilverein Mühlacker. Also sie hat bei uns schon mal einen Vortrag gehalten und das Thema hat mich halt fasziniert, weil ich denke, sowieso grundsätzlich ist es viel mehr möglich, als man so gemeinhin denkt. Ja. Der Mensch hat viel mehr Fähigkeiten, die er eigentlich entwickeln könnte. Und dann ist halt so, dass ich hier eine Enkeltochter dabei habe, die jetzt den Kurs mitgemacht hat, die hier auch mit der Brille rumspringt. Und ja, ich bin einfach beeindruckt, wie toll das geht. Ich verstehe das auch, dass es bei Kindern viel schneller geht als bei Erwachsenen, weil sie diese Denkblockaden noch nicht haben. Und ja,
Und gut, das ist so der persönliche Zugang zu diesem speziellen Thema. Und als Naturheilverein, also ich bin jetzt seit circa 1,5 Jahren erste Vorsitzende hier in Mühlacker vom Naturheilverein. Nächstes Jahr haben wir 50-jähriges Jubiläum. Und wir machen halt auch regelmäßig Veranstaltungen zu allen möglichen Themen der Naturheilkunde. Ja, und ansonsten machen wir jeden Monat einen Vortrag mindestens, wo es wirklich um ganz verschiedene Sachen geht. Also entweder um ein bestimmtes Organ oder um diese alten Säulen der Naturheilkunde, also wo es eigentlich so darum geht, um die Lebensweise, um allgemeine gesunde Lebensweise, um Ernährung, um Bewegung, um alles Mögliche, was man so von früher her auch eigentlich kennt, was immer mehr verloren geht leider. Manchmal haben wir eben auch ganz moderne Themen dabei, so wie das Sehen ohne Augen, je nachdem, was sich gerade so anbietet. Ganz unterschiedlich. Wie war Ihr allererster Kontakt mit dem Sehen ohne Augen? Also als Sie das allererste Mal davon gehört haben? Das allererste Mal war, dass eine Freundin von mir das erzählt hat, dass es das gibt und dass die Evelyn hier in Mühlacker in der Sehnsuchtspsyche einen Vortrag drüber hält. Und da sind wir dann zusammen hingegangen und haben uns das angeguckt und da war auch, glaube damals ihr Sohn dabei und der hat es dann auch vorgemacht, was er alles sieht. Also wir haben irgendwelche farbige Blätter hochgehalten und er hat es sofort erkannt oder wir haben irgendwelche Handzeichen gemacht, er hat es sofort nachgemacht und das war einfach überzeugend. Und damals habe ich schon gesagt, ja, wenn meine Enkeltochter mal alt genug ist, dann soll die das auch mal machen können. Und jetzt kam meine Tochter dann von selber auf mich zu und hat gesagt, du hast es doch mal erzählt, da gibt es das und das wäre doch jetzt was. Und ja, jetzt ist die Lela mit ihrer Freundin zusammen hier. Und als das Thema in Ihrer Gruppe vorgestellt wurde, wie war da so die Reaktion von den Anwesenden? Von den Besuchern? Von den Besuchern, ja. Ja, ich habe eigentlich den Eindruck gehabt, dass die alle recht offen dafür sind. Neugierig und offen und sie haben es ja dann auch demonstriert bekommen, dass es funktioniert. Also durch der Evelyn, ihren Sohn, der hat es ja da auch dann vorgemacht. Und da kann man dann nicht einfach sagen, glaube ich jetzt nicht oder geht nicht. Ich möchte, dass wir zum Abschluss nochmal alle die Masken aufsetzen. Und zwar kennt ihr das Spiel Alle Vögel fliegen hoch? Nee, kennt ihr nicht? Und zwar, ich glaube und frag, wenn irgendwann was ist, was hochfliegt, dann bitte ich euch, dass ihr die Arme hochnehmt. Wenn das nicht hochfliegt, dann lasst die Arme unten. Einverstanden? Okay, aber wir klappern alle zusammen. Masken auf. Achtung, fertig. Alle Vögel fliegen hoch. Super. Alle Elefanten fliegen hoch. Nein, da fliegt keiner. Alle Fledermäuse fliegen hoch. Jawohl, super. Und alle Schlangen fliegen hoch. Super, sehr gut. Okay, wir haben Spiele heute gemacht. Was habt ihr für Ideen, wie ihr zu Hause spielen könnt mit der Maske? Was könnt ihr zu Hause machen mit der Maske? Salome, was spielt ihr zu Hause mit der Maske? Also ich könnte Seilspringen. Seilspringen mit der Maske. Was noch? Svea, was hast du für Ideen? Fußball mit der Maske. Puzzle machen ist auch super. Noch eine Idee? Trampolinspringen. Gerade. Deine Idee. Verstecken, prima. Roller und Fahrrad fahren, prima. Blätter nach Farben erkennen ist auch ein schönes Spiel. Hast du eine Idee für ein Spiel zu Hause? Kartenspielen mit Maske? Mensch, ärger dich nicht, spielen mit Maske? Auch nicht? Gar keine Lust auf Maske? Doch, was spielst du mit Maske? Meine Mama gibt mir Dinge und dann kann ich raten, was es ist und welche Farbe es hat. Ah, Bälle raten, sehr gut. 1, 2, 3, wir können ansehen ohne Augen. Super. Ich hoffe, Sie fanden diese Zusammenstellung interessant. Um sich abschließend davon zu überzeugen, dass die Fähigkeit des Sehens ohne Augen wirklich echt ist, muss man vermutlich selber vor Ort sein und den Kindern Aufgaben stellen, die ihnen vorher nicht bekannt waren. Das ist auch der Grund, weshalb ich genau dies selber machen wollte und ich habe versucht, es mit diesem Video zu dokumentieren. Glauben braucht das Ganze ja niemand, aber wer Kinder hat, die diese Fähigkeit gerne selber lernen möchten, der kann sich ja an Evelyn wenden.
Bei Evelyn gilt übrigens, dass Eltern die Kursgebühr für die Kinder nur bezahlen müssen, wenn das Kind wirklich am Ende des Tages gelernt hat, ohne seine Augen zu sehen.